Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir manchmal genau spüren, dass eine alte Phase endet, noch bevor das Neue wirklich sichtbar ist? In dieser Woche stehen wir an einer solchen Schwelle. Wir feiern das Fest des zurückkehrenden Lichts und spüren gleichzeitig, wie der Planet der Veränderung, Uranus, wieder direktläufig wird. Es ist eine Woche, in der tiefes Zuhören auf plötzliche Geistesblitze trifft. Vielleicht spürst du eine innere Unruhe oder den Drang, dich aus alten Strukturen zu befreien. Doch bevor wir in die Aktivität gehen, lädt uns das Universum ein, noch einmal ganz still zu werden und unseren Antennen neu auszurichten. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie du diese spannende Mischung aus Einkehr und Aufbruch für dich nutzen kannst, um klar und gestärkt deinen Weg zu gehen. Bleib dran, denn diese Impulse können dir eine wertvolle Orientierung schenken. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. Wenn wir auf die energetische Signatur dieser Woche vom 2.2. bis zum 8.2.2026 blicken, dann spüren wir das Erwachen neuer Kräfte. Wir beginnen die Woche mit dem Jahreskreisfest Imbolg, auch bekannt als Lichtmess. Das symbolisiert traditionell die Wiederkehr des Lichts und die Reinigung. Es ist eine Zeit, in der unter der Oberfläche schon das Neue keimt, aber auch wenn es im Außen noch ruhig wirkt. Diese zarte Energie trifft auf eine sehr dynamische Kraft, denn Uranus wird direktläufig. Das bedeutet, dass Themen rund um Freiheit und Erneuerung, die vielleicht in den letzten Monaten stagniert sind, nun wieder Fahrt aufnehmen. Die Sonne im Wassermann aktiviert zudem das Human Design Tor 13, das Tor des Zuhörens. Es geht also darum, erst tief in uns und in der Welt hinzuhören, bevor wir am Ende der Woche mit Tor 49 in eine revolutionäre Veränderung gehen. Wir bewegen uns vom Lauschen zum Handeln, vom Innen ins Außen. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun die Schlüsselmomente der Woche genauer betrachten. Der Montag, der 2.2.2026, steht ganz im Zeichen des Lichts und des Zuhörens. Wir feiern Imbolg, das Fest der Reinigung und des Neubeginns. Die Sonne aktiviert das Human Design Tor 13. Das ist eine Einladung, die Geschichten anderer und deine eigene innere Stimme wirklich wahrzunehmen. Es ist ein Tag der Empathie und des Sammelns von Eindrücken. Am Dienstag, den 3.2., wechselt der Mond in die Jungfrau. Das hilft uns dabei, unsere Gefühle zu ordnen und achtsam mit unseren Ressourcen umzugehen. Ein harmonischer Aspekt zwischen Chiron und Merkur unterstützt uns dabei, Worte zu finden, die guttun und Missverständnisse klären können. Der Mittwoch, der 4.2., bringt eine spürbare Veränderung. Uranus wird direktläufig. Wenn du in letzter Zeit das Gefühl hattest, festzustecken, könnte sich dieser Knoten nun lösen. Zudem verbindet sich Chiron harmonisch mit Venus, was uns einlädt, Schönheit und Sanftheit als Weg zu mehr Wohlbefinden zu erkennen. Am Donnerstag, den 5.2., wird es etwas unruhiger. Es ist ein Portaltag, was die Intensität der Wahrnehmung verstärkt. Merkur bildet einen spannenden Aspekt zu Uranus. Das kann zu nervöser Energie führen oder dazu, dass Pläne kurzfristig geändert werden müssen. Der Verstand möchte vielleicht an alten Strukturen festhalten, während die Intuition schon weiter will. Versuche hier flexibel zu bleiben. Am Freitag, den 6.2., beruhigt sich die Lage wieder etwas. Ein schöner Aspekt zwischen Sonne und Mond sorgt für innere Balance. Am späten Abend wechselt Merkur dann in die Fische. Damit verlässt unser Denken die rein rationale Ebene und taucht in die Welt der Bilder und der Intuition ein. Entscheidungen werden nun eher aus dem Bauch heraus getroffen. Der Samstag, der 7.2., aktiviert durch die Sonne das Human Design Tor 49, das Tor der Umwälzung. Hier spüren wir oft sehr klar, was für uns nicht mehr stimmig ist und wo wir Grenzen ziehen müssen. Der Mond wechselt am Abend in den Skorpion, was unseren Gefühlen eine enorme Tiefe und Intensität verleiht. Am Sonntag, den 8.2., bildet Venus einen spannenden Aspekt zu Uranus. Das ist eine Energie, die nach Freiheit in Beziehungen ruft. Es kann sein, dass wir uns etwas unbeständig fühlen oder das Bedürfnis haben, aus der Routine auszubrechen. Es ist wichtig, diesen Drang nach freierem Raum zu geben, ohne dabei Brücken abzubrechen.
Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Wir beginnen mit den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Eure Karte für diese Woche ist die Rauhnächte. Auch wenn die kalendarischen Rauhnächte vorbei sind, passt diese Karte perfekt zur Imbolg-Energie der Woche. Sie symbolisiert eine Zeit des Übergangs und der Kontemplation. Für euch bedeutet das, dass ihr nicht sofort in den Aktionismus verfallen solltet. Die Karte lädt euch ein, den Raum zwischen dem Alten und dem Neuen bewusst wahrzunehmen. Es ist eine Phase, in der ihr alte Muster liebevoll verabschieden dürft, um Platz für das kommende Licht zu schaffen. Als Reflexionsfrage darfst du mitnehmen: Welches alte Kapitel darf ich jetzt schließen, bevor ich das neue Buch aufschlage? Mein praktischer Tipp für dich ist: Nutze die Energie diese Woche für eine bewusste Reinigung. Das kann das Aufräumen deiner Wohnung sein oder einfach das Ausmisten einer Schublade. Zur Unterstützung auf energetischer Ebene wird dem Bergkristall nachgesagt, dass er Klarheit und Reinheit symbolisieren kann. Der Amethyst gilt traditionell als Stein, der die innere Einkehr und Ruhe unterstützt. Wenn du gerne mit Düften arbeitest, könnte der Duft von Weihrauch dir helfen, eine atmosphärische Tiefe zu schaffen. Auch Salbei wird traditionell genutzt, um symbolisch für eine klare Atmosphäre zu sorgen. Als kleines Ritual könntest du an einem Abend diese Woche eine Kerze entzünden und ganz bewusst in die Flamme schauen, um dich mit deinem inneren Licht zu verbinden. Werbung. Passende Produkte findest du wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zu den fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Eure Karte ist der Skorpion. Das ist eine sehr kraftvolle Botschaft, besonders da der Mond am Wochenende in dieses Zeichen wandert. Diese Karte steht symbolisch für die Themen Transformation und Tiefe. Ihr seid eingeladen, unter die Oberfläche zu schauen. Vielleicht gibt es Themen oder Gefühle, die ihr bisher vermieden habt. Die Energie der Woche ermutigt euch, diese Schattenanteile nicht wegzudrücken, sondern sie als Kraftquelle zu integrieren. Es geht um die Wahrheit und darum, keine Angst vor der eigenen Intensität zu haben. Eine Reflexionsfrage lautet: Welches Gefühl habe ich bisher unterdrückt und was möchte es mir damit eigentlich sagen? Mein praktischer Tipp für dich ist: Führe diese Woche ein Schattentagebuch. Schreibe auf, wenn dich etwas triggert oder wütend macht, denn dort liegt oft ein verborgenes Potenzial. Als begleitender Stein wird dem Obsidian nachgesagt, dass er symbolisch beim Erkennen von verborgenen Themen unterstützen kann. Der Rauchquarz gilt traditionell als Stein, der für Erdung in stürmischen Zeiten steht. Bei den ätherischen Ölen könnte Patchouli dir helfen, dich symbolisch zu erden und deine Tiefe anzunehmen. Auch Zypresse wird eine unterstützende Qualität bei Veränderungsprozessen zugeschrieben. Ein passendes Ritual wäre es, dich bewusst mit dem Element Wasser zu verbinden, sei es durch ein Bad oder einen Spaziergang am Wasser, um deine Emotionen fließen zu lassen. Werbung. Die Links zu den Produkten findest du in der Beschreibung. Und schließlich schauen wir auf die flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Eure Karte ist der Schütze. Das bringt eine wunderbare Aufbruchsstimmung in eure Woche. Mit Merkur, der in die Fische wechselt, und dieser Karte geht es für euch um Sinnfindung und den Blick auf das große Ganze. Ihr dürft euren Horizont erweitern. Die Karte lädt euch ein, optimistisch in die Zukunft zu schauen und vielleicht sogar eine neue Philosophie oder ein neues Lernfeld für euch zu entdecken. Es ist eine Zeit der geistigen Expansion. Nimm als Reflexionsfrage mit: Wo darf ich meine Perspektive erweitern, um wieder mehr Sinn in meinem Tun zu finden? Ein praktischer Tipp für dich: Beschäftige dich diese Woche mit einem Thema, das dir bisher fremd war. Lies ein Buch aus einem anderen Kulturkreis oder höre einen Podcast zu einem neuen Thema. Energetisch wird dem Lapislazuli nachgesagt, dass er Weisheit und Wahrheit symbolisieren kann. Der Sodalit gilt traditionell als Stein, der für Klarheit im Geist steht. Der frische Duft von Bergamotte kann dich dabei unterstützen, symbolisch Licht und Leichtigkeit einzuladen. Auch Rosmarin wird traditionell eine anregende Wirkung auf den Geist zugeschrieben. Als Ritual könntest du dir eine Visionscollage erstellen, in der du Bilder sammelst, die für deine Ziele und Wünsche in diesem Jahr stehen. Werbung. Auch hier findest du die Empfehlungen in der Videobeschreibung. Fassen wir diese Woche noch einmal zusammen. Wir befinden uns in einer Zeit des Übergangs.
Mit Imbolg feiern wir die Rückkehr des Lichts und mit Uranus direktläufig kommt Bewegung in unseren Freiheitsbestrebungen. Es ist eine Woche, die uns einlädt, erst tief zuzuhören, wie es das Tor 13 lehrt, um dann am Ende der Woche bereit für echte Veränderungen zu sein. Die Spannungen, die durch Merkur und Uranus entstehen können, sind Wachstumsimpulse, die uns helfen, flexibel im Geist zu bleiben. Vertraue darauf, dass unter der Schneedecke des Winters bereits das Neue wächst. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder der von mir verwendeten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.